Bonjour mijn lieve vriend, dus dat is een van 33 video's aan 33 Sprachen, die ich ganz lang gemacht habe, mit neuen Maschinen übersetzen, ohne Hilfe von anderen Leuten. 34 Jahre wusste ich nur 3 Sprachen, Russisch, Englisch und Ukrainisch. Daarna habe ich angefangen, meine eigene Methode zu entwickeln, 4 Fremdsprachen zu lernen, die ich Dobrosprach nenne. Heute kann ich Audiobücher, Vorträge, Neuigkeiten lauschen, an Talkshows und Dokumentarfilme, an mehr 20 Sprachen gucken. Es hat mich 15 Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, mein erster Fremdsprach, Englisch, zu lauschen. Mit meiner Methode als seine aktuelle Form kann ich binnen 3 Monaten einen Spruch wie Deutsch, Französisch oder Spanisch lernen, von 0 bis zum Niveau von einfachen Audiobüchern oder Neuigkeiten zu lauschen. In meinen zukünftigen Videos werde ich über die praktische Anwendung von meinen Ideen schwatzen, aber hier will ich euch einen allgemeinen Überblick geben, wie meine Methode anders wie andere ist. Das Hauptziel beim Lehren von Sprachen ist das laute Verständnis. Wenn ihr gelernt habt, es zu machen, auch nachdem ihr formell abhält, den Spruch zu lernen, könnt ihr immer noch an eurer Freizeit mit einem MP3-Player lauschen oder Online-Video gucken. So werdet ihr den Spruch nicht nur nie vergessen, aber sie wird sich selber verbessern, während ihr etwas interessant lauscht oder guckt. Wenn ihr wollt lernen zu lauschen, müsst ihr Zehntausende von Wörtern wissen. Keine Tricks für zu lauschen können helfen, wenn ihr nicht genug Wörter kennt. Aber sie zu lernen ist nicht so schwer, wie die Leute denken. Andere Sprachlehrmethoden, entweder ein paar hundert Wörter pflegen, appellieren sie bis zur Perfektion, während sie alles anders ignorieren, oder behaupten, dass Wörter selber an ihr Gedächtnis fallen, für passiv lesen oder nur lauschen, auch wenn ihr nicht probiert, sie auf Zweck zu studieren. Meine Idee war, der goldene Mittel zwischen diesen Extremen zu finden. Der musst Wörter studieren, aber der musst es effizient machen. Der musst sehr gut genug lernen für zu lauschen, aber der könnt ihr nicht den Luxus leisten, zu viel Zeit auf all Worte zu verschwenden. Wenn ihr den Geschwätzspruch nicht verstehen könnt, gibt es 2 mögliche Gründe. Entweder euer Vokabular ist zu klein oder eure Lauscherfahrung ist nicht genug. Am ersten Fall müsst ihr mehr Wörter lesen und lernen. Am zweiten müsst ihr mehr lauschen. Für den Fall von dem anderen zu unterscheiden und ich Parameter aufwand, den ich WPO nenne, Wörter pro Unbekannt, den auf dem Prozentsatz von unbekannten Wörtern an Texte basiert. Am Anfang von einer Spruchlehren ist mein WPO normalerweise zwischen 2 und 5. Wenn es ein Niveau zwischen 50 und 70 erreicht, fangen ich meine ersten Texte zu lauschen. WPO hält mich auch motiviert, weil zu allem Moment kann ich kontrollieren, ob ich an meinem Studium Fortschritte mache. Am Anfang lausche ich nicht außer Lieder, aber weder aus schwatzenden Diktionären. Ich mache nicht nur Lauscherungsübungen, lausche normalerweise nicht für einfach Texte, lausche nicht beim Lesen und mache keine anderen Tricks. Wenn ich nicht genug Wörter kenne, dann helfen die Tricks nicht. Aber wenn ich genug Wörter weiß, da sind Tricks nicht nötig. Es möchte keine Zeit darauf zu verschwenden. Die einzige Ausnahme dafür war ein paar Sätze an 2 Sprachen. Aber auch das ist nicht nötig, und ich habe sie nur an ein paar von meinen Sprachen gelauscht. Langweilige Information ist viel mehr schwer zu erinnern. Der Schlüssel für meine Methode ist wirklich interessant Texte zu lesen, und wieder daraus zu lernen. Die Texte können alles, was ihr wollt, sein. Bücher, Zeitungen, Lieder, wissenschaftliche Arbeiten, auch Sozialmedien. Alles, was ich persönlich interessant ist. Für mein Lehren von Fremdsprachen habe ich alles benutzt. Darunter Film ohne Titel, Werke für Literatur, Artikel im Internet, Kommentare auf sozialen Medien und so weiter. Und noch heute, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, werde ich all die Wörter abschreiben und lernen, die ihr benutzt, ich nicht weiß. Was mir interessante Texte sind, was besser dir euch und Wörter erinnert, die ihr von ihnen lernt. Auch wenn ihr über die Themen liest, die ihr interessant fand, kriegt ihr Wörter, die für ihr Interessen relevant sind. Nachdem ich die neuen Wörter abgeschrieben habe, benutze ich meine eigenen Memorisationstechniken für diese Wörter an den nächsten Tag zu studieren.
Das ist der Schlüsselteil von meiner Methode, und ich werde viel mehr darüber an meinen späteren Videos schwatzen, nachdem ich die allgemeine Philosophie von meiner Methode erklärt habe. Ich memorisiere nicht Liste von Farben, Zahlen, Meint oder auch Alphabeten. Ich nehme Studieren durch Listen, entweder wenn ich sie wirklich brauche oder wenn ich die Wissen, die ich schon beim Lesen gekriegt habe, organisieren und verbessern will. Ich mache keine schriftlichen Übungen. Ich schreibe echt Briefe, Kommentare und Messagen auf den sozialen Medien-Webseiten mit Hilfe von Online-Übersetzern, Grammatikregeln und meinen eigenen Erfahrungen, die ich beim Lesen erleichtern gekriegt habe. Ich studiere normalerweise nicht Grammatikregeln am Anfang. Höchstens kann ich durch erklärende Broschüre blättern oder Erfahrungsartikel im Internet lesen. Ehe die genug Erfahrung mit dem Spruch kriegt hat, wird Grammatik langweilig, schwer zu erinnern und extrem decouragierend sein. Ich fange just Grammatik zu studieren, nur wenn ich bald alt werde an die Beispiele kennen. Wenn ich kein gut genug Grammatikbuch finde, da benutze ich Lehrbücher. Ich mache nicht normalerweise, auch an einem späteren Stadium von meinem Lehren, wenn ich schon die meisten Wörter dran kenne, so dass ich sehe die vereinfachten Texte, Dialoge und Beispiele lesen und auf die Grammatikregeln konzentrieren kann. Ich lehre keine Wörter aus Flashkarten, Notizbücher oder Listen von gemeinsamen Wörtern. All die Wörter, die ich brauche, können also memorisiert gehen, frisch an meinem Erinnerung gehalten gehen, wenn ich etwas richtig und interessant lesen oder lauschen. Ich habe keine Liste für Wörter, die ich einmal aufgeschrieben und studiert habe. Wenn ich die Bedeutung von einem Wort beim Lesen verstehe, da weiß ich es. Wenn ich die Bedeutung von einem Wort nicht verstehe, da weiß ich es nicht, auch wenn ich es ein paar Mal studiert habe. In diesem Fall schreiben ich das Wort auf und studieren es nachher. Die Leute verstellen sich das, was sie ein bisschen Zeit Lehre von einem Wort verbrennen, da soll ich das Wort ihnen etwas für hier erfahren. Und auch was sie das Wort vergessen, sollten sie nie mehr probieren, es zu lernen. Diese Stellung ist ganz falsch, weil verschiedene Wörter, das wichtig werden, wie Pronomen und Präpositionen, müssen ein paar Mal memorisiert gehen. Ich habe nie Dialoge gelehrt oder rezitiert. Richtige Gespräche, als Fähigkeit, andere Leute zu verstehen und zu improvisieren, basiert auf einem großen Vokabular. Vielmehr wichtig wie die Fähigkeit, perfekt memorisiert Sätze zu sein. Leute, die mit mir schwatzen, haben die Dialoge aus meinem Lehrbuch nicht gelesen, aber werden nicht entfernen, wie ich es erwarte. Ich habe nie mit irgendjemandem an die meisten von meinen Sprüchen geschwatzt, weil ich es nie gebraucht habe. Aber ich benutze sie alle regelmäßig für zu lesen und zu lauschen. Ich erweitere mein Vokabular, aber wenn ich sie brauche zu schwatzen, werde ich einfach Sätze und Wörter lernen, die ich für mein echtes Gespräch brauche. Die wichtigste ist, dass ich verstehe, was die Leute zu mir sagen und dass ich genug passiv Vokabular habe, die aktiv wird, wenn ich sie benutze. Die meisten Methoden sind nicht geeignet für alle Etappen von Sprachenlernen. Nachdem sie ein Lehrbuch gelesen haben oder einen Kurs an der Schule aufgeschlossen haben, wissen die Leute das nicht, was sie da noch machen sollen. Mit meiner Methode könnt ihr einen Spruch lernen, von null auf ein Niveau, den ihr wollt. Auch wenn ich Bücher an meinem Mama-Spruch lese, schreibe ich und memorisiere Wörter mit meiner Methode. Für meine Methode zu benutzen, braucht ihr kein Suchen auszugehen, außer Stifte Abarbeit zu kaufen. Ihr könnt gratis Texte lesen, Lieder lauschen und Diktionären im Internet benutzen. Oft ist das viel mehr praktisch, bequem und nützlich, wie die Abarbeit Lehrbücher und Diktionären. Ihr braucht keine Enseignanten, Professoren oder speziell ausgefallene Webseiten für meine Methode zu benutzen. Sie sind just Verschwendung von Zeit suchen. Wenn ihr einen Spruch an Perfektion wollt brennen, könnt ihr in meinem Spruch erfreuen, ich zu kritisieren, wie ich an meine Videos erfreuen. A jeder Fall könnt ihr all die Informationen über den Spruch, die ihr braucht, a Grammarbücher, a Lehrbücher lesen, a Wörter memorisieren, lauschen, a sich einen Spruch gewinnen. Als etwas, was ihr immer selber machen müsst. Es ist einfach unmöglich, es zu enseignieren. An meinen nächsten Videos erkläre ich jederen von diesen Ideen am Detail. Ich werde über die allgemeine Philosophie und spezifische Techniken von meiner Methode schwatzen. Merci für Ihr Interesse, abonniert, wenn ihr bleibt auf meinem Kanal und schreibt Kommentare. Vielmals merci.